Seit 20 Jahren träume ich diesen einen Traum. Einmal Skifahren in Japan. Und mit diesem Video darf ich endlich sagen, Konnichiwa, wir sind gemeinsam in diesem besonderen Land und dabei ist so vieles neu. Die Skigebiete, die Kultur, neue Ski werdet ihr sehen, neuer Anzug. Wir werden uns hineinfinden in das besondere Skifahren hier und wollen vor allen Dingen eine Frage beantworten während der nächsten 30 Tage. Ist der Schnee, der Zhepao, wirklich so besonders? Das gehen wir heute mit dem ersten Video an. Ich freue mich drauf und ihr seid mit dabei. Los! Geile Abfahrt, meine Güte! Konnichiwa! Und für den ersten Skitag nehmen wir euch direkt mit in 2 Skigebiete. Wir starten in Happo-Ōne für Skicarving und dann geht's nach Hakuba Cortina fürs Freeriden. Jetzt erstmal Skipass kaufen. Und da ist das gute Stück. Wir haben uns für den Hakuba Valley Pass entschieden. Damit haben wir alle Gebiete hier in der Region in einem Pass. Man kann aber auch Tagespässe hier im Skigebiet wählen. Oder man kann mit dem Epic Ski Pass hier fahren. Das ist der internationale Skipass. Ich weiß ja nicht, was ich von der Internationalisierung und Kommerzialisierung der Skigebiete halte. Aber jedenfalls ist es hier möglich, 5 Tage, glaube ich, mit dem Epic Skipass zu fahren. Und jetzt auf mit uns in die Schlange. Anstellen für die ersten Kurven des Tages. Und das erste Mal Skifahren seit langer, langer Zeit. Es ist richtig spannend, wie das hier organisiert ist. Ihr habt gesehen, wir wurden gerade in die Schlange hier eingewiesen, stehen ganz brav mit allen anderen und gleich geht's ganz geordnet voran. Jedenfalls hatten wir das gestern so in Tokio, bei den Restaurants, wo wir waren, beim Hotel. Es ist einfach ein ganz anderes Zusammenleben, insbesondere was den Respekt des anderen angeht. Aktives Anstehen ist hier definitiv nicht. Doch was es hier auch gibt, das ist Italian Coffee auf der einen Seite und das ganz andere sind die Automaten, die ihr im Hintergrund seht. Die gibt es hier auch überall, also sowohl in den Städten als auch in den Skigebieten gibt es überall diese Getränkeautomaten. Müssen wir die Tage auch mal dran einkaufen und jetzt warten wir ab, bis die Gondel uns nach oben bringt. Und gerade hat uns der erste japanische Follower erkannt, konnte kein Englisch. Ich war auch komplett überrascht. Also, Marius? So, ja, Marius. Es ist doch unglaublich, oder? Diese YouTube-Videos. Auch japanische Übersetzung haben wir ja bei vielen Videos. Und das heißt, es gibt einige Zuschauer, die auch aus Japan zuschauen. Es ist so witzig, dass sie jetzt uns hier ansprechen. Verrückt, was das für Kreise gezogen hat. Diese Geräusche hier und das erste Mal anschnallen nach so langer Zeit. Auf geht's in den Tag. Oh mein Gott. Innenski. Schaut euch das hier an. Ein Traum. Und diese Berge drumherum. Yes! Wow. Erstmal wieder reinfinden. Uiuiui. Wenn man bei der ersten Abfahrt versucht, all in zu gehen, dann kommt sowas bei raus. Technisch Kraut und Rüben, aber eine Riesenfreude. Hey, das hätte ich gar nicht erwartet heute. So eine kompakte, krasse Skipiste und das in Japan. Lass uns noch mal gehen. Jetzt, wo alles noch so frisch ist. Auf geht's. Konnichiwa. Good morning. Good morning. Schau mal, die Lifte, ey, so krass. Alles so kleine Zweiersessellifte, ganz entspannt. Hier gibt es eine Armlehne. Für die Füße gibt es nichts, völlig okay.
Und dann geht's hier hoch. Schaut euch das Panorama an hier vor uns. Auch da raus, ne? Ja, mega. Breites Feld, wirklich sehr, sehr gut gewalzt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich meine, in Japan sieht man ja immer Powder, Powder, Powder. Und das werden wir auch noch fahren, keine Sorge. Aber das hier gerade war auch ein richtig schöner Einstand. Und das nach den Monaten Weltreise. Es war ja jetzt echt einfach ein ganz anderer Modus bei mir geboten. Viele Monate, wo ich mich gedanklich nicht rund um Arbeit gedreht habe, nach 10 Jahren purer Arbeit. Wir waren in Kanada, Norwegen, Schweden, Sri Lanka, Singapur, Australien, ein paar Aufnahmen dazu jetzt, aber damit will ich euch gar nicht langweilen. Jetzt sind wir aber gemeinsam hier in Japan. Linus ist auch voll an Bord. Basti kommt noch zu Besuch. Konnichiwa. Und ja, wir werden hier über 30 Skitage für euch fahren. Also für uns und für euch, aber euch natürlich mitnehmen in verschiedenste Skiregionen und das Ganze für euch testen. Und das erwartet euch also. Wenn ihr Videowünsche habt, packt sie unten in die Beschreibung. Und gestartet sind wir dabei in Tokio. Wie war das für dich? Boah, es war so ein Flash. Direkt aus diesem 14-Stunden-Flug nach Tokio rein. Ja. So viele Menschen, so eine große Stadt, aber auch ein so anderes Stadtbild einfach. Ja, die ne? ganzen kleinen Autos, diese Riesenhäuser, so viele Leute, so ein Wimmelbild alles. Wie du sagst, ganz anderes Leben. Es gibt so viele Kleinigkeiten wie diese Automaten, die Schriftzeichen für uns natürlich, dann das Essen, haben wir auch schon ausprobiert, Ramen. Sehr lecker. Sehr lecker. Und wir waren auch schon im Onsen gestern, als wir angekommen sind. Wir sind nämlich über den Mount Fuji. Ein paar Aufnahmen dazu seht ihr gerade hier angereist. Wie war das für dich? Boah, das war auch sehr besonders, dieser riesige Berg, der ja, sehr trichterartig einfach zuläuft. Man denkt gar nicht, er ist aber nicht so hoch, aber da ist ja an die 3000 Meter, glaube ich. Ja, ne? 3700 sogar hoch, ja. Und Wahnsinn. immer noch ein aktiver Vulkan, also könnte mal passieren, ist bei uns jetzt zum Glück nichts passiert. Da war aber noch kompletter Frühling, das fand ich auch bewundernswert. In Tokio, ehrlicherweise hohe, also was heißt hohe, aber gar kein Schnee zu sehen. Genau, 10 Grad aroundabout, am Mount Fuji war auch noch. Abends war es schon kalter, aber tagsüber hat die Sonne geschienen, blauer Himmel. Ja. Hat sich echt so ein bisschen wie Frühling oder Herbst angefühlt. Auch beim Frühstück, als wir dann in unserer Unterkunft Blick auf Mount Fuji, da war die Sonne drin, es war so warm. Genau. Und dann eine Autofahrt, 3 Stunden und komplett, du hast gesagt, jeder Meter 1 Zentimeter mehr Schnee. Auf jeden Fall, das war so krass. Auf einmal fällt der Schnee, rechts und links türmt sich der Schnee, die Schneeräumfahrzeuge sind unterwegs. Ja. Überall ist irgendwie auf einmal Winter angesagt. Und ja, das war sehr faszinierend zu sehen, wie man mit wirklich so 3 Stunden Autofahrt einmal in so ein komplett anderes Territorium fährt und was ganz anderes zu Gesicht bekommt. Ja, vor allen Dingen, weil hier jetzt, das ist ja der große Punkt, die Wolken vom Meer, also von Sibirien, diese Kaltfronten, die laden sich hier in den japanischen Alpen ab. Und da sind wir gerade. Wir sind eben in Hakuba, nördlicher Bereich der japanischen Alpen und werden für euch, wie schon gesagt, noch viele weitere Skigebiete befahren. Jetzt aber erstmal wieder weiter Skifahren, genug erzählt. Sehr gespannt. Gehen wir es an. Ja, so langsam aber sicher kommen wir wieder rein. Wow! Ein Traum, dieses Gefühl hier, ey. Skifahren ist doch einfach der geilste Sport. Ich habe auf der Reise Surfen ausprobiert. Ist schon spaßig, aber nee. Meer versus Berge. Ich bin Bergmensch. Oh, geile Abfahrt, ey. Meine Güte. Bei purem Sonnenschein die ersten Schwünge hier in Japan gezogen und das auf bekanntem Gebiet, nämlich der Skipiste mit bekanntem Gerät, einem Riesenslalom-Ski, in dem Fall dem Stöckli Laser GS. Wir werden uns natürlich, insbesondere auch heute Nachmittag, mal neben die Piste bewegen und in den nächsten Wochen sowieso, denn es kommt viel Schneefall und das ist einer der großen Unterschiede hier in Japan. Solch einen Tag mit Sonne zu erwischen, das ist wirklich Glück, denn es kann Tage oder Wochen geben,
wo durchgehend Schneefall gemeldet ist. So auch hier im Hakuba Valley, wo wir gerade stehen. Die nächsten 5 Tage im Wetterbericht sind purer Schneefall. Und genau das ist es ja, was Japan so besonders macht. Diesen Champagne Powder, den Zhepao, wovon viele reden, den wir hoffentlich erleben werden. Doch wo wir hier gerade rausblicken ins Hakuba Valley, wo stehen wir eigentlich? Wir stehen auf der Hauptinsel Honshu und in diesem Gebiet hier gibt es einige Skigebiete. Über Japan hinweg gibt es dabei etwa 500 aktive Skigebiete und oben in Hokkaido befinden sich diejenigen, die mit dem meisten Schnee beladen werden. Da werden wir auch noch hinwechseln. Ihr habt es heute Morgen gesehen, wir haben den großen Skipass gekauft. Der ermöglicht es uns, 10 Skigebiete hier in diesem großen Tal zu fahren und gerade sind wir in Hapo-One. Das Gebiet hier ist das größte zusammenhängende Skigebiet in diesem Tal, was hier unten so schön liegt. Doch klar ist, dass das Größte in dem Fall nicht vergleichbar ist mit europäischen Größen. Also zum Beispiel dem größten Skigebiet der Welt, Méribel, Courchevel und Val Thorens. Dabei reden wir über 600 verschiedene Pistenkilometer und hier sind es 52. Auch komplett unterschiedlich hier in Japan ist die Höhenlage der Skigebiete, denn der höchste Punkt hier im Skigebiet liegt bei 1800 Metern. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Zermatt, dann ist das doch etwas ganz anderes in der Höhe, insbesondere was auch die Baumgrenze angeht. Denn ihr seht es hier, die Bäume gehen hoch bis auf 2400 Meter und deswegen ist es bei 1800 Metern fast immer gegeben, dass wir in den Bäumen Ski fahren und nicht hochalpin unterwegs sind. Wir kommen übrigens auf unserer Reise auch noch an den höchsten Seilbahnpunkt Japans, der ungefähr auf 2300 Metern Höhe liegt, im größten zusammenhängenden Skigebiet, was 81 Pistenkilometer zählt. So viel schon mal grob zu den Fakten rund um die Gebiete. Doch was auch sehr spannend ist, das ist die japanische Skigeschichte. Denn sie ist nicht so alt wie zum Beispiel die österreichische. 1911 hat ein österreichischer Offizier das Skifahren nach Japan gebracht. Doch erst so richtig losgegangen ist es mit den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo, dem Wirtschaftsboom hier in Japan in den 80er Jahren, wo es richtig nach oben ging, wo die Skigebiete aus dem Boden gesprossen sind, also überall neue Skigebiete entstanden sind. Da waren es knapp 1000 aktive Skigebiete. Doch dann kam 1989 der wirtschaftliche Zusammenbruch. Viele Skigebiete haben dann geschlossen und erst mit den Olympischen Spielen in Nagano 1998, ihr könnt euch erinnern, auch dieser massive Sturz von Hermann Maier. Diese Spiele haben hier in Japan das Skifahren nochmal bekannt gemacht, auch international viele Gäste wieder hergeholt und aktuell, habe ich zumindest das Gefühl, ist Skifahren in Japan auch wieder voll im Trend, insbesondere wegen der Schneemassen, die hier kommen und die wir sicherlich auch noch erleben werden. So viel zu den Fakten. Ich hoffe, das war ganz interessant. Jetzt geht's weiter Skifahren. Bevor es wieder hochgeht, schauen wir mal hier vorbei. Also Wasser, gut, verstehe ich. Mountain Dew, Red Bull, kenne ich auch. Kenne ich alles nicht. Craft Boss, Latte, okay, könnte was mit Kaffee sein. Hier Kaffee. Milk Tea, wahrscheinlich Green Tea. Linus, worauf hast du Lust? Hier so ein Apfelsaft. Apfelorange ist das, glaube ich. Sowas? Okay, dann nehmen wir das und ich hole mir bei dem italienischen Café noch ein Käffchen, glaube ich. Da haben wir das Beste aus beiden Welten. Okay, also 160 Yen. Das erste Getränk. Probieren wir mal, ob es sehr künstlich schmeckt. Weiß ich jetzt nicht. Bin mal auf deine Reaktion gespannt. Sehr künstlich. Ne? Ja, voll. Ja. Es gibt anscheinend aber auch Automaten, die wirklich so Nudelsuppen, warme Tees etc. machen. Voll. Das können wir dann mal nochmal schauen. Aber hier, das war jetzt eher nix. Oh ja, thank you. Konnichiwa. Ich muss mich erstmal wieder an Bargeld gewöhnen, weil echt die anderen Länder, wo wir jetzt waren, hat alles sehr gut mit Karte funktioniert. Also hier geht es schon auch mit Karte, aber wir merken, Bargeld ist schon wichtig, ne? Ja.
Oishi. Testen wir mal, ob es Oishi ist. Strong. Aber es könnte der beste Kaffee sein, den ich bisher in Japan hatte, weil wirklich, also das andere war Kraut und Rüben. Ja. Ist auch alles sehr westlich. Ich weiß gar nicht, ob die Japaner Kaffeetrinker sind. Ich glaube eher nicht. Aber eher Tee. Ja, und deswegen hier in den Gebieten natürlich auch alles westlich aufgezogen. Ihr seht hier diese Paninis und ich glaube, auch Paninis ist nichts, was jetzt hier in der japanischen Kultur eine Rolle spielt. Eher so eine leckere Bento-Box zum Frühstück. Ah, ja. Linus, bitte sehr. Nach der Stärkung. Schauen wir mal, ob es eher der Saft oder der Kaffee hier ist. Ja, genau. Ich würde auch sagen, der beste, den wir bis jetzt hier getrunken haben. Schon, ne? Ja. Ja. Die anderen waren alle wirklich sehr dünn. Seid Sehr wässrig. so Maschine. Und jetzt geht's für uns zum höchsten Punkt des Skigebiets und auch zur längsten Abfahrt im gesamten Park. Dort hinauf. Manche Dinge bleiben gleich. Ticketscan sieht exakt aus wie bei uns in den Alpen. Und was wir sofort merken, mit Modernisierung der Liftanlagen ist hier nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel in Ischgl. Wenn man das jetzt vergleicht, ist hier eine komplett andere Welt. Also dort hast du ja Achtersessellifte, Sitzheizung, WLAN. Ob man das alles braucht, das ist eine ganz andere Frage. Hier ist es auf jeden Fall so, dass alte Zweiersessellifte und wie hier Vierersessellifte vorherrschen. Und da gibt es zwar einen Bügel, aber den macht kaum einer runter. Bei dem da vorne gibt es gar keinen Bügel, also da sitzt du einfach auf dem Lift drauf, bist nach oben gefahren. Und nur selten gibt es neue, modernisierte Liftanlagen. Tut aber auch nichts. Ich meine, wir kommen auch hier gut den Berg hoch und das ist das Allerwichtigste. Hier wird eine ordentliche Buckelpiste gebaut nebendran. Das ist, glaube ich, auch eine sehr beliebte Disziplin der Japaner. Hier in der Buckelpiste unterwegs zu sein, zwischendrin einen guten Sprung. Und jetzt kommt der Wind. Es geht hinauf auf 1800 und ein paar gequetschte Höhenmeter. Dadam. Leider geschlossen. Zu windig da oben wahrscheinlich für den Sessellift. Das wäre jedenfalls der höchste Punkt des Skigebiets und die längste Abfahrt im Gebiet von ganz oben bis runter. Und was wir auch sehr gut sehen, da drüben ist schon sehr hochalpines Gelände, aber man kann sich auch gut vorstellen, warum da keine Lifte und Pisten hingebaut wurden. Es sieht sehr schroff aus, sehr viele kleine Verwinklungen. Da sind die Alpen, was das angeht, vielleicht etwas zahmer in der Höhenlage. Ist aber auch nicht ganz richtig, wenn man Chamonix oder den Arlberg ansieht. Also es kommt immer drauf an. Jedenfalls hier in Japan hat man sich nicht getraut oder aus welchen Gründen auch immer, dort hinten hoch auf bis zu 2700 Meter auch Skilifte zu bauen. So ist es. Und schauen, wie das hier ist. Ob es überhaupt hier oben eine Toilette gibt. Toilette. Konnichiwa. Der Sitz ist natürlich beheizt, überall in Japan. Also auch der Toilettengang ist ganz anders. Erstmal ausziehen und dann schauen wir mal, was geht. Ich weiß, es ist komisch, aber es musste mit rein. Und hier seht ihr ein weiteres Skigebiet im Hakuba Valley. Könnte man. In Österreich wäre das längst verbunden. Also hier irgendwie noch ein Lift rein, dann hast du hier ein ganz großes Gebiet. Scheint hier aber nicht auf der Prioritätenliste zu stehen. Und dann eröffnet sich nochmal dieses Tal hier mit den Bergen und Wäldern, die einfach so zahm aussehen. Also ihr seht diese leichten Hügel, wahnsinnig schön, halt ganz anders. Und was ihr vielleicht auch seht, so viel Schnee ist hier noch gar nicht gefallen. Also ich habe auch gehört, dass rund um Weihnachten das Gebiet, wo wir am Nachmittag hinfahren werden, nämlich Hakuba Cortina, nicht geöffnet hatte, weil Schneemangel war. In den nächsten Tagen sollen aber 2 Meter Schnee hier fallen. Also es wird spannend. Runter mit uns. Die World Cup Abfahrt damals hier runter
Man sieht auch am Pistenrand die alten Schneekanonen, die könnten auch noch aus dieser Zeit stammen. Fahren wir jetzt mal dran vorbei. Hier auf der linken Seite sah es eben noch richtig gut aus. Na, lass uns noch mal gehen. Und dann Futter fassen. Keine Käsespätzle, kein Käsefondue, kein Kaiserschmarrn, kein Germknödel. Rahmen. Oh, Terminator! Ja, und bei der Restaurantsuche, da findet ihr auch das hier. Architektur erinnert eher an Europa, an die Alpen. Guten Appetit steht über dem Türeingang. Wein, Stefaner, Bier wird gezapft. Und da oben drüber Marillen, Hotel und Restaurant. Und da gibt es dann Wiener Schnitzel und auch ein Käsefondue. Wollen wir aber an der Stelle nicht. Wir suchen nach einem eher authentischen Essenserlebnis. Schauen mal, was sich da bietet. Ja, probieren geht über studieren. Ne? Google sagt 4,5 und Google Maps ist hier in Japan tatsächlich extrem wichtig. Also es funktioniert halt hervorragend, wenn man die ganzen Straßenschilder nicht lesen kann. Dann brauchst du irgendeine Navigation und da ist Google sehr, sehr gut. Und es gibt viele Bewertungen, von daher, wenn ihr hier seid, ganz klarer Tipp. Und jetzt geht's rein. Schau mal, was es gibt. Die erste Speise im Skigebiet ist da. Das kann man jetzt noch nicht als authentisch bezeichnen. Also ich glaube, da werden wir auch noch was anderes erleben. Aber erstmal reinfinden, das ist jetzt ein veganes Curry. Es gibt aber viel Internationales. Ihr habt es gerade auf der Karte auch gesehen. Es gibt einen Beef Burger, es gibt viel Bier, es gibt sogar eine Spaghetti Carbonara und Bolognese. Also es ist schon sehr an den westlichen Skitouristen angepasst. Die Atmosphäre hier ist aber irgendwie ganz anders als in einem österreichischen Abriss, also ich sag schon Abriss-Ski, aber genau das wollte ich sagen, ja. Also Musik läuft ja auf den Hütten in Österreich meistens und es ist irgendwie eine ganz andere Stimmung hier. Läuft auch eine ganz leichte Musik, aber alles ist eher ruhig. Jeder nimmt so sein Essen auf und es ist auch echt komisch, dass ich hier gerade rede irgendwie. Es fühlt sich komisch an. Und ja, preislich, wir haben jetzt für 2 Speisen 3.200 Yen bezahlt, das sind ungefähr 15 Euro. Und das Wasser kann man sich so nehmen. Natürlich Bier gibt es auch, da gucke ich gerade mal. Großes Bier kostet 1.200, also so 6 Euro. Und der Skipass, haben wir ja schon gesagt, 10.000 pro Tag. Das sind ungefähr 55 Euro. Das Gebiet, wo wir gleich nach dem Mittagessen hinwechseln, hat aber zum Beispiel günstigere Tagespreise. Also so könnt ihr das mal so ein bisschen für euch einschätzen. Gut gestärkt und jetzt geht's auch ins nächste Skigebiet und zwar fahren wir jetzt mal rüber nach Hakuba Cortina, was eher fürs Powdern bekannt ist. Wir zeigen euch aber erstmal den Mietwagen, mit dem wir unterwegs sind. Ja, und da ist das gute Stück, mit dem wir hier auf Honshu die Tage unterwegs sein werden. Wir haben uns dabei bewusst für ein Auto entschieden, damit wir flexibel sind. In dem Fall nicht dem Schnee unbedingt hinterher zu fahren, sondern der Sonne. Denn was hier in Japan nun mal der Fall ist, es gibt so viele Schneetage, dass wir für euch am besten Fall Sonnentage aussuchen, damit ihr überhaupt in den Videos was seht. Autofahren hier ist schon eine ganz andere Nummer. Ich habe es eben schon erwähnt mit Google Maps. Das geht dann gut. Es ist auf jeden Fall ein Rechtslenker, das heißt Linksverkehr. Genauso ja, ist es irgendwie komisch mit dem Mautsystem, den Geschwindigkeiten auf den Autobahnen, die nur bei 80 liegen. Da muss man sich ganz schön drosseln und erstmal an den Verkehr gewöhnen. Wenn ihr nicht auf einen Mietwagen setzen wollt, gibt es auch viele andere Optionen, zum Beispiel Züge. Den Shinkansen als Schnellzug, der euch in einige Gebiete aus Tokio rausbringt oder auch kleinere Züge, die euch in Italia bringen, aber auch sehr gut organisierte Busse, sowohl vom Flughafen in die Skigebiete als auch hier die lokalen Busse. Und all das scheint sehr gut organisiert und wie für Japan üblich sehr pünktlich zu laufen. Kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber das ist das, was ich gehört habe. Jetzt auf ins Auto
und ins andere Skigebiet. Mit anderen Skiern. Willkommen in Cortina und das in Japan. Und direkt hier sehen wir diese kubischen Autos. So lustig. Wir haben die letzten Tage schon über die Fahrzeuge gestaunt. Viele von denen fahren rum mit den dünnsten Reifen, Winterbereifung hier hochgekommen und völlig eingeschneit. Aber das, glaube ich, wird in Japan noch deutlich wilder. Da sieht man Autos mit 1-2 Metern Schnee obendrauf. Und das Gebiet schaut genau so aus. Schaut euch dieses Gebäude mal an. Also dieser typische Resort-Charakter. Ihr kennt vielleicht damals aus den Videos aus Kanada Resorts wie Kicking Horse. Da ist das ähnlich. Da steht ein fettes Hotel und dann gibt es drumherum verschiedene Skilifte. So soll es hier auch sein. Das wollen wir jetzt erstmal angehen. Wir haben jetzt gerade natürlich 12 Uhr, nachdem wir den ersten Teil des Tages im anderen Skigebiet verbracht haben. Jetzt also Equipment schnappen, die breiten Latten und dann geht's auf. Ganz schön verrückt, jetzt auf das Haus zuzugehen. Ich habe schon so häufig im Internet gesehen. Es ist auch wirklich sehr mächtig. Irgendwie passt es nicht wirklich hier hin. Wirkt so ein bisschen mehr wie aus der Schweiz hier hingefallen. Und der Ort Cortina, also der Name ist ja auch irgendwo witzig. Die Olympischen Winterspiele, die jetzt Milano Cortina in Italien stattfinden. Wir sind leider nicht da, nicht vor Ort, aber wir sind jetzt hier in Japan und fahren auch in Cortina Ski. Ich bin schon sehr gespannt, was das Gebiet so zu bieten hat. Also schauen wir uns das an. Jetzt hier so kleine Food Trucks. Hier vorne gibt es Dumplings. Das hier sieht eher wie Döner Kebab aus. Und ja, allein der hier sieht echt mega lustig aus zum Bestellen. Müssen wir die Tage auch mal probieren. Und da sind wir direkt am zentralen Punkt des Skigebiets. Auf der einen Seite das große Hotel. Wir sind auch gerade schon an der Skischule vorbeigegangen. Hier hinter mir seht ihr den Ticketshop. Wir haben ja den Hakuba Valley Pass, deswegen können wir hier und in allen anderen Gebieten auch fahren. Kleiner Tipp aber, wenn ihr nur hier fahren möchtet, also in Hakuba Cortina, dann ist der Tagespreis deutlich günstiger. Statt 10.000 Yen sind es hier 6.200 Yen. Natürlich diese Saison, die Preise verändern sich. Das sind umgerechnet knapp 35 €. Also für einen Tagespass wirklich angenehm. Und dann ergibt sich dieses Gebiet hier, was wir jetzt sehen. Schaut es euch an. Die verschiedenen Lifte, einen davon werden wir gleich nutzen. Und auch hier sehen wir, dass die Lifte eher etwas älter sind. Aber das müssen wir uns aus der Nähe anschauen. Jetzt hinein in die Ski und ihr seht auch, ein anderer Ski als heute Morgen. Ich habe mich dabei bewusst für die Japanreise für einen Stöckli Stormrider 95 entschieden. In dem Fall also ein nicht so ganz breiter Powder-Ski, sondern noch wendig genug, um durch die verschiedenen Trees gut durchzufahren und auch mit einer Aufstiegsbindung, in dem Fall der Salomon Shift, die verbaut ist. Das heißt, ich kann zwischen Tourenmodus und alpinem Modus entscheiden und auch zwischen alpinem Skischuh und einem aufstiegsorientierten Freeride-Skischuh. Die Länge hierbei ist 1,88, also knapp über Körperlänge gefahren. Ich bin 1,82 groß und neu bei Stöckli ist, das finde ich besonders, sie haben jetzt in dieser Saison eine Garantieverlängerung auf alle Ski gegeben. Das heißt, wenn ihr einen neuen Stöckli kauft, im Onlineshop bei Stöckli, beim Fachhändler vor Ort, also Stöckli-zertifizierter Händler oder im Stöckli-Shop, dann könnt ihr 4 Jahre Garantie erwarten, anstatt vorher 2 Jahre. Bedeutet auch nochmal, dass Stöckli sagt, okay, die Qualität unserer Ski ist so hoch, dass wir eben auch diese 4 Jahre garantieren können. In meinen Augen auch nochmal ein Ausrufezeichen, was Stöckli dabei setzt. Wir waren ja auch schon in der Manufaktur in Maltas und haben uns den Skibau angeschaut. Wen das interessiert, der kann hier oben rechts im Video vorbeischauen. Ganz am Ende verlinken wir es aber auch nochmal. Alles weitere zur Garantieverlängerung gibt es unten in der Beschreibung. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Auf geht's zum Skifahren. Konnichiwa. Oben angekommen, die Bäume sind hier noch leicht eingeschneit von der letzten Nacht
Und das, was wir jetzt hier sehen, ist direkt sehr besonders. Das sind die Backcountry Gates. Davon gibt es einige hier im Skigebiet, auch in den anderen Skigebieten. Und diese Gates markieren genau den Punkt, wo das Skigebiet sagt, wir haben keine Verantwortung mehr. Alles liegt in deiner oder in eurer Hand. Das heißt, wenn wir durch dieses Gate fahren, sollten wir sicherstellen, dass wir eben die Verantwortung für das Risiko tragen. Sicherheitsequipment mit dabei, das heißt eingeschaltetes LVS, Schaufel, Sonde und natürlich Wissen. Also ein bisschen sich damit beschäftigen, was uns da erwartet, ist auch vorausgesetzt. Neben dem Können, das es auch braucht, durch diese Bäume durchzufahren. Ski good or eat wood. In diesem Sinne schauen wir uns das Ganze mal an. So ein Grinsen. Was für eine Erfahrung, durch diesen Wald zu cruisen. Hammer. Es hat so Spaß gemacht, aber auch ein bisschen Anstrengung mit dabei. Ihr merkt es auch am Atem. Deswegen jetzt hier runter und dann gönnen wir uns erstmal einen kleinen Kaffee. Okay. Konnichiwa. Arigato. Thank you. Probieren wir mal. Ja, japanischer Kaffee haut mich bisher nicht so um. Und weiter geht's. Uhuhu. Wow, guck mal das Hotel. Krass. Check. Hier in dem Feld haben wir es nochmal ordentlich gehen lassen. Ihr seht gerade die Aufnahmen eingeblendet. Die Bäume stehen weit voneinander weg. Der Schnee ist noch weich, aber man merkt schon, es ist jetzt Nachmittag. Wir sind kurz vor 16 Uhr und weil viele von euch nach den Action Cams fragen, mit denen wir filmen, heute sind wir hier mit der DJI Action 6 unterwegs gewesen. Das ist das neueste Modell. Besonders daran ist, dass wir die Blende wechseln können. Also man kann jetzt zwischen verschiedenen Settings entscheiden, welche Blendeneinstellung man möchte, und der Sensor ist auch noch mal größer geworden. Er hat dabei die Möglichkeit, insbesondere Hochkantaufnahmen direkt und besser rausschneiden zu können, weil er mehr Platz in der Höhe bietet. Also spannendes Kameramodell, testen wir für euch durch. Und jetzt die letzte Abfahrt hier runter und dann ziehen wir das Fazit zum ersten Skitag in Japan. Und damit geht ein unglaublicher erster Skitag hier in Japan zu Ende. Es ist wirklich krass, dass ich das gerade sagen kann. Seit 20 Jahren träume ich diesen Traum und heute ist er in Erfüllung gegangen. Ich finde es unglaublich. Fakt ist, dass das Skifahren hier anders ist. Ich meine, der Sport ist dieser Sport. Da tut sich vielleicht in der Technik nicht so viel. Aber die Kultur, die Menschen, die Schriftzeichen, das Essen, all das ist wirklich komplett anders und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Gestern in Tokio schon die Schriftzeichen, wo wir uns auch schwer verständigen können mit manchen Menschen. Dann natürlich auch die Ordnung, sei es hier in den Anstehschlangen, sei es aber auch im Ort, bei der Gastronomie. Alles geht ruhig vonstatten, geordnet vonstatten. Es gibt viele Schilder und es ist eine ganz andere Stimmung, die hier im Gebiet herrscht. Und ja, wir sind die nächsten 30 Tage hier zum Skifahren unterwegs. Das heißt, wir werden noch so viel erkunden und erst ganz am Ende kann ich dann wirklich ein Fazit ziehen. Und dieses Video wird natürlich kommen. Dazu bitte ich euch, eure Meinungen zum Skifahren in Japan, eure Favorite Skigebiete einmal unten in die Kommentare zu schreiben. Dann können wir uns daran orientieren und die passenden Aufnahmen aufnehmen. Der heutige Tag hat schon mal gezeigt, viel mehr durch die Bäume fahren, viel mehr Snowboarder und
ein bisschen anderer Schnee. Denn mein Fazit zum Schnee, es war heute schon wirklich gut, aber es war noch nicht ausgezeichnet. Ich glaube, dass durch den Schneefall, der in den nächsten Tagen noch kommen soll, es nochmal ganz anders, tiefer und dann eben auch Japao werden soll. Dabei nehmen wir euch mit. Ich hoffe, es hat euch heute schon gefallen. Danke an Linus hinter den Kulissen. Auch für dich eine sehr besondere Reise hier nach Japan. Deine erste echte Fernreise im Leben. Und wir nehmen euch mit. Euch eine weiterhin gute Skisaison. Wie gesagt, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder, was hier verlinkt ist, wo die Sonne gerade untergeht. Tschüss.